Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video unserer Filmreihe Wie entstehen eigentlich unsere Community-Wälder? Und ich bin heute hier an einem ganz besonderen Ort. Wir sind nämlich hier heute in der Forstbaumschule, sozusagen in der Kinderstube unserer neuen Bäume, die wir in den Community-Wäldern anpflanzen wollen. Und ich treffe mich hier mit einem ganz besonderen und sehr engagierten jungen Mann, nämlich mit dem Nikolas, und er wartet da schon auf mich, also lasst uns mal hingehen. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Bevor es losgeht, erstmal von Ira aus der Samendara einen ganz lieben Gruß. Soll ich dir mitbringen? Das sind nämlich Bucheckern. Vielen, vielen Dank. Das ist sozusagen der Startschuss hier bei uns im Kindergarten. Wir als Forstbaumschule sind damit beauftragt, junge Bäume zu produzieren, die jetzt auf den Kahlflächen der Thüringer Wälder, die ja ausgangs 2018 der derzeitigen Waldkatastrophe in Thüringen entstanden sind, dass wir da kleine Bäume liefern, dass wir diese Kahlflächen wieder in Kultur bekommen und dass sie später für unsere Kinder und Enkel mal wieder Wald werden. Sehr gut. Und so beginnt das. Und ja, mit diesen Bucheckern, wenn sie im Herbst oder früher in den Boden kommen, dann sehen sie hoffentlich so aus wie die Buchen, die hinter uns stehen. Ja. Da sind noch die Kapseln aus dem letzten Jahr. Und so stehen sie jetzt hier bei uns in Reihe und Glied. Wie viele Pflanzen stellt ihr oder produziert ihr überhaupt? 1 Million nur an Buche hier auf diesem Quartier. Okay. Insgesamt sind wir mit der Auslieferung beauftragt, etwa jährlich 1,5 bis 2 Millionen Pflanzen zu liefern. Okay, krass. Ja, und insgesamt in der Inventur haben wir etwa 5 bis 6 Millionen. Alle Pflanzen, auch die kleinen, die noch nicht verkaufsfähig sind. Okay. Eine Douglasie beispielsweise, die darf nach 2 Jahren die Baumschule verlassen. Eine Weißtanne, die braucht ein bisschen länger. Da haben wir sie auch mal 5 Jahre hier. Hast du uns im Vorgespräch gesagt, das ist der Retter oder der Hoffnungsschimmer der nächsten Jahre? Ja, wir setzen viele Hoffnungen in Baumarten, die insbesondere von ihrer Wurzelstruktur her, von ihrem Wurzelwachstum her anders sich darstellen als beispielsweise die Fichte als Flachwurzler. Okay. Wir haben die letzten Jahre sehr viel mit Trockenheit und auch mit Sturm zu kämpfen gehabt und suchen also Baumarten, die gerade in diesen trockenen Zeiten noch in den tieferen Bodenschichten an Wasser kommen, wo die Fichte kein Wasser mehr erschließen kann. Und da gehört die Tanne dazu als und die Buche auch? Die Buche gehört auch dazu, auch eine Baumart, die wir in den Höhenlagen verwenden wollen. Tatsächlich auch auf unserer Fläche im Südharz, wenn ihr euch erinnert. Da werden auch Buchen, Eichen, Weißfichte, Weißtanne. Wir lernen das noch. Die werden auf jeden Fall, glaube ich, angepflanzt werden. Das hat uns der Gerd gesagt. Genau, dann stehen hier die Buchen und gleich nebenan die Weißtannen. Und die können wir uns angucken. Können wir uns dann auch merke ich mir vielleicht besser, wenn ich sie einmal gesehen habe. Dann. Genau. Die haben wir auch im Mai gesät. Und mehr kommt halt auch dieses Jahr nicht. So bleiben die jetzt bis zum Winter. Und das erklärt natürlich auch, warum wir die ein bisschen länger haben. Die brauchen natürlich auch ihre Größe, bis sie irgendwann so sind. Die brauchen eine vernünftige Wurzel, die brauchen eine vernünftige Größe im Spross. Und das dauert halt länger als bei anderen Baumarten, wie bei der Douglasie oder auch bei der Buche. Aber man sieht selbst bei diesen kleinen Bäumchen, wenn man hier mal eine rauszieht, sieht man schon, warum wir auf die Weißtanne setzen. Und zwar haben wir so viel oben drüber und so viel unten drunter. Und das zeigt natürlich auch schon, wo die Wurzel später als großer Baum mal hin will. Die will in die Erde, die will Wasser haben, die ist standfester und deswegen erhoffen wir uns sehr, sehr viel von der Weißtanne. Man sieht ja hier wunderbar die Reihen, alles sauber und die Pflanzen haben ausreichend Platz zum Wachsen. Das kommt nicht von ungefähr. Wir müssen auch ein bisschen dafür arbeiten. Okay. Und da gehört neben einem vernünftigen Pflanzenschutz natürlich auch noch in so einem gärtnerisch-landwirtschaftlichen Betrieb, wie es eine Forstbaumschule darstellt, auch ein guter Teil an Handarbeit. Gehen wir da rüber, wir haben hier drüben einen Traktor stehen und da kannst du mal ein bisschen gucken. Ja, Nikolas, hier sind sie jetzt nun, die fertigen Bäumchen, die oben erst noch im Quartier standen und jetzt hier wirklich bereit sind zum Pflanzen, richtig? Ja, genau. Und auch hier jetzt diese Variante, von der wir vorhin schon sprachen, und zwar das, was in Zukunft wahrscheinlich noch viel, viel mehr werden wird, und zwar die Produktion von Forstpflanzen in diesen kleinen Töpfchen. Hier sogar was ganz, ganz Edles vor uns, und zwar die Elsbeere, eine Beerenart, die keine Hauptbaumart wird, aber doch aufgrund ihrer Blüte und ihrer guten Holzqualität doch gerne auch von den Förstern gepflanzt wird. Und ich habe ja gehört, ihr habt noch viel, viel vor im Wald. Ihr wollt gemeinsam Bäume pflanzen und deswegen gebe ich dir besten Wissens und Gewissen mit, dass du die auch vernünftig dort in die Erde bringst und auch mithilfst, unsere Thüringer Wälder wieder ein bisschen aufzupeppen in Zukunft. Vielen, vielen Dank, Nikolas, dass du mir alles gezeigt hast. Danke Gerne. für eure ganze Arbeit, die ihr hier macht. Und ich nehme jetzt hier das Paketchen mit. Ihr müsst unbedingt dranbleiben, denn jetzt entstehen sie endlich, unsere beiden Community-Wälder. Es sind alle Vorarbeiten gemacht. Jetzt müssen nur noch die Bäume in die Erde. Also bleibt unbedingt dran, abonniert unseren Kanal und guckt euch auch noch die nächsten Videos an. Bis dahin, macht's gut. Ciao.